So, ich bin noch mal online. Ich habe mein Internet irgendwie wieder hingekriegt. Ich hoffe, es bleibt. Ich habe noch mal ein älteres Spiel rausgesucht. Auch ein Parcours-Spiel. Und in dem war ich tatsächlich sogar mal besser als in Ghost Runner. Deswegen schauen wir uns noch eine Runde Cloudbuilt an. So, New Game. Ja, ich möchte den Default Mode. Assisted Camera. Genau. Jetzt vergessen mein. Warum funktioniert jetzt mein Controller nicht? Vergessen, den Controller anzuschalten. So, jetzt ist richtig. So, technische Probleme gefixt. Genau. Wir haben jetzt ähnlich wie Ghost Runner auch schon die ganzen Parcours-Geschichten. Das war nur aus der Third Person. In dem Spiel hier war ich tatsächlich mal besser, weil ich es, wie gesagt, schon durchgespielt habe. Das wie die alternative Variante des Super Cloudbuilts. Und hier bleibt man halt nicht auf einer Ebene. Wenn man läuft, Bauern macht, sondern verliert tatsächlich an Höhe. Damn it. Down there. This place is so strange. This door seems to be working. Reconstruction is complete. Mental integration of neural repairs is beginning. You are asleep and may experience misfiring of neurons for up to several hours as biological and electronic components synchronize. Use this room to retain mental stability during the process. We thank you for your service to your country and will do everything in our power to provide a speedy recovery. So, genau. Können wir die Level auswählen, dass es halt nicht zusammenhängt an einzelne Level. So, jetzt haben wir auch. Wenn mich hier noch boosten. Double Jump. Ja. Okay. Vielleicht sollte ich kurz das Tutorial ausschalten. Sauber schießen.
Und hier ist man auch nicht nach einem Hit kaputt. Ah, Quatsch, das. Es ist halt nur ein bisschen die Steuerung mit im Vergleich zu Ghost Runner eben. Nee. Hier ist Springen auf L, während Ghost Runner Springen auf R war. Ist das ein Bonus? Ich glaube, einen Bonus brauche ich jetzt nicht. Ja, hier gibt es nicht so viele Checkpoints. Die Orangenen da oben sind Custom Checkpoints, die man dann setzen kann, wenn man möchte. Und zum Beispiel, ich taste was. Ja, jetzt kann ich mich hier in Custom Checkpoint setzen. Und das war's auch schon. Alive after all, but barely. Reconstruction, repairs, integration. From inside this dream, it seemed distant enough to be something I imagined. Those words bring it back into sharp focus. We were torn to pieces by an explosion that should never have happened, caused by an enemy that shouldn't have been there. The weeks prior to all this, I had dreams about coming home. Both wonderful and horrifying. But it seems the dreams about combat are coming back, different from before. There is clarity in my goals and movements. I feel powerful and focused. I am alone. It's only inside this room that I worry about the others. Who else might have survived and what remains of them? Perhaps that's why it's so tempting to leave and enter the chaos outside. But is chaos all it is? What if there's a message in what I see when my mind isn't padded by these walls? So, jetzt haben wir nämlich mehr Auswahl. Wir können hier oben hingehen. Nehmen wir den. Das ist der einfache Weg, glaube ich. Die Level steigen mit halt immer weiter mit in der Schwierigkeit. Minen leuchten aus. Hier schon irgendwas zusammen gibt, oder ob es das ein Remake war, weil da wollte man nämlich sammeln. Ich glaube, hier gab es gar nichts. So. Ja. Jetzt kann man sich hier etwas verlaufen. Natürlich wahrscheinlich hier gerade nicht den schnellsten Weg. Hier kann man Speedrun technisch echt krasse Tricks machen. Ich nicht.
Aber die Musik ist fantastisch. Hoch. Glück möchte ich hin. Vielleicht. So. Und da hoch. So, ein Stück weiter hoch. Ja. Da. Und Level geschafft. Die sind auch einfach, die Level. Die werden allerdings sehr, sehr schnell, sehr, sehr schwer. Nächsten Level freigeschaltet. This place is full of ruins. There might have been a structure here once, but it's crumbled to dust. If this means anything, I doubt it's a good sign. I don't know how much was left of my body after the explosion. Maybe ruins are what I have left to work with. Das ist doch die junge Dame da. Das ist die Demi. Die war Soldatin und wurde im Kriegseinsatz von der Explosion getroffen und scheint jetzt, also ist wie, und ist jetzt hier in so einem, ja, in so einem Traum, während ihr Körper mit irgendwelchen Prothesen aufgebaut wird. Zumindest so versteht man, es ist halt nicht komplett alles erklärt. Aber hauptsächlich geht es sowieso in dem Spiel ums Gameplay. Also. So, und im Endeffekt gibt es 4 Pfade hier. Hier Hauptpfade und dann gibt es noch ein Ultra-Special-Pfad. Und alles einfach einzelne Level hintereinander. Nehmen wir den oberen. So. Ja. So. Hier ist dann wie gesagt auch reiner Parcours. Nicht so viele Gegner. Da reichte der Boost nicht. Und wenn man dann halt noch möchte, kann man natürlich auch nicht ganz an der Speedrun Challenge versuchen.
Da gibt es gerade keine Story. Man kann übrigens hinten in dem Computer in dem Raum alle Story-Segmente auch nochmal nachhören, wenn man möchte. Und hier geht es dann auch gleich schon in die 3 auf 7 hoch. Ja, jetzt war das Quick Base Try Button. Jetzt bin ich auf die richtige Seite. Also ja, ich habe die Level mal früher alle geschafft. Ich habe wie gesagt das und das Remake durchgespielt. Inklusive aller Hardcore-Level. Ist aber schon ein bisschen her. Und ich mag dieses Soundtrack hier echt gerne. Da möchte ich hin. Ja, da geht's daneben und man kommt wirklich wieder zum Checkpoint zurück. Also muss mich nur gerade wieder orientieren, wo ich im Endeffekt hin möchte. Ich würde gerne zu dem orangenen Clubs dahin. Hier komme ich zu dem orangenen. Oder auch nicht. Dann hole ich mir eben nicht den extra Checkpoint. Oder das war wieder ein bisschen einfach. Vielleicht sollte man nicht gleich extra das Level in 7er Schwierigkeitsgrad machen, wenn man sich wieder reinfinden will, aber hey. Wo war ich denn eben lang da? So. Jetzt kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich wollte, hier hinsetzen. Lock. Weil besonders die späteren Level hier haben keine festen Checkpoints mehr. Da muss man selbst entscheiden, wann man einen haben möchte. Und man kann natürlich auch noch ein paar Skins freischalten, wenn man denn möchte. There is life here. Vines cling to these remains. Grass grows on them. It's not just repairs that are happening outside right now. I'm in the process of healing, body and mind. I doubt this path is a way for me out of this dream, but there are still things to be learned from visiting the ruins. They are not sacred. This, what is happening to me, is what we humans do. When buildings crumble, we rebuild them. When people are destroyed, we rebuild them too. Maybe, eventually, the new structure will be so overgrown that I won't be able to tell it from the old one. If that is what I want. Wie gesagt, hier kann man sich die ganzen Sachen mal wieder hören, wenn man möchte. Wenn es die Skins ändern kann, ich glaube so einfach im Menü. .
war schon. Ja. Das war ja kurz. Dann nehmen wir den. Ich hatte den Bereich länger in Erinnerung. So lang ist das Spiel halt auch nicht. Die Main-Pfade kann man gut und gerne 5 Stunden schon schaffen, auch wenn man nicht ganz so gut ist. Wenn man sich nicht gerade gekonnt verläuft, so wie ich. Das ist ja Orientierungssinn. Richtig schön Hardcore-Level kommen noch. Aber nicht lang. Der ist blockiert. Da lang. Dann muss ja schon das. Au. Das passiert, wenn man gegen die Minen springt. Man hat übrigens links einen HP-Balken. So. Da lang oder da lang gehen? Also es geht halt auch mehr durchs Level. Manche sind schneller, manche sind langsamer. Ich habe halt, wie gesagt, nie mit Speedrunning auseinandergesetzt, sondern immer nur mit dem normalen Gameplay. Wie gesagt, ich bin keine Speedrunnerin, sondern einfach die mehr oder minder casual spielt. Außer vielleicht bei Redout. Da habe ich eine tolle Bestzeit gemacht. Checkpoint, ich glaube den Hauptcheckpoint habe ich gerade übersehen. Gut, dass ich die gemacht habe. Die Minen waren dann nicht mehr ganz so freundlich zu mir. So. Da drüben war ich hier lang, glaube ich. Das sieht gut aus. Der Bildschirm sollte man möglichst vermeiden, weil der unnötig Energie kostet. Ah, jetzt hat sich da oben ein Level geöffnet. So, Remix, Fog 1. Okay. Nehmen wir dich.
Ja. Nein, das ging daneben. Hi. More speed. More speed, please. Ach. Oh, bitte essen. Hi. Speed reicht nicht aus. Wieder nicht. Ja. Ich sehe hier mal wieder was. So. Ich hätte gerne irgendwo nein, nee, ich muss das wirklich gerade haben. Wenn ich weiß es nicht, irgendwas falsch mache. Irgendwie kriege ich nicht immer mehr Speed. Jetzt kann ich nicht einfach da landen. Den Userplatz, bitte. Gut. So schwer kann es auch nicht sein. Wo habe ich jetzt Schaden herbekommen? Ah. So schwer kann diese Rutsche doch nicht sein. Ah. Dachte ich bin besser und verkackt es genauso. Ich sage, manche Stellen können in diesem Spiel wirklich fies sein. Was man nicht ganz versteht, warum die Mechanik nicht ganz so möchte, wie man selbst möchte. Ich wusste ja, ich will doch eigentlich nur ein bisschen mehr Speed haben. Größer boosten. Oh, habe ich Schaden bekommen? Dann reicht es gerade. Oh, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen mehr. So. Ehrlich. Ich verstehe die Boost-Mechanik leider nicht ganz 100%ig. So. Wo möchte ich denn lang? Da möchte ich lang.
Ach nö. Ich in irgendeiner kleinen Kante hängen bin. Kante? Ärgere mich bitte nicht wieder. Ja. Da hat den Sprung nicht hingehauen. Ja. So. Müssen wir mal anders. Da immer so ein Doppelboost passiert, das weiß ich nicht. Eigentlich halte ich die Taste gedrückt. So. Wo muss ich jetzt lang? Da oben wahrscheinlich. Hier nicht eben? Keine Ahnung. Da hoch. Schon, dass ich da hoch möchte. Checkpoint. Checkpoint ist immer gut. So. Und das mit Startschwierigkeiten dann doch geschafft. Okay. Oh. Die geschafft. Müssen wir hier unten einmal in den anderen Bereich. Wie gesagt. Die Boost-Mechanik nicht komplett drauf. So, Gegner erledigen. Das waren die Dinger, die man einsammelt. Ja. Nee, Moment. Ja, Anfang. Oh. Okay, da war ich da lang. Es ist etwas confused. Gerade, ich weiß nicht, wie ich lang möchte. Oh, glaube ich. Oh, da wo der Kollege ist.
Diese blauen Dinger sind ein paar Piepen, und welche brauche. Schüsse haben ein gewisses Auto-Aim. Auch immer ganz, ganz wichtig. Es kommt auch. Mein Liebling, mein Hasslevel eher gesagt. Kommt aber ganz zum Schluss, war eins der letzten. Bei meinem ersten Versuch ewig gehangen. What if these experiences are the very opposite of a message? What if they're a deliberately structured lie? The path that led me here was nothing like this. The future will be nothing like this. There won't be a second chance. The last months have been a series of increasingly slim first chances. We had to take them, but we knew the risks, and maybe I was just lucky to make it out alive. It's been tempting not to think about the past. But my memories are intact. I have no excuse for taking the easy way out. So. Ja. Bin dann die Decke gebracht. Da will ich hin. Okay. Orientierung, Orientierung. Die Dinger kann man nur ausschalten kurzzeitig, die kommen wieder. Da drüben nicht um den Keks. Ja. Ah, weg. So. Das ist das Level auch schon geschafft. Wie gesagt, die Quernzel-Level sind an sich recht kurz. Und machbar. Zwei neue Level freigeschaltet. We never had a chance to succeed. Our objectives turned out to be meaningless when we reached our destination, and the eventual attack that put me here happened without warning and without a chance to react. This dream can't be an allegory to describe the reality we fell victim to. What is its purpose? To shield against the truth? Whether it is for good or bad, I'm not sure. Maybe this is a trick my mind is playing on me with the best intentions. But that sort of illusion will eventually crack, and I'm not sure that I'll like what's underneath. So. Genau, hier haben wir den Branch halt ein bisschen mit ihm. Ich glaube, das ist das beste Lied hier. Das ist leider nur wie der Soundtrack-Titel läuft. Wird aber gerade nicht in welchem Level später.
Warum habe ich keine Energie mehr? Hier geht mir nicht auf den Keks. Was mit? Das Ding, früher hatte man noch, in der ersten Version damals, hatte man noch begrenzte Leben. Das heißt, du musst die Dinger dann noch tatsächlich noch sammeln. Hier in den ganzen Verbesserungen, die seitdem kommen sind, hat man jetzt auch Unlimited Lives. Ich dachte, wo will ich doch hin? Da hier oben sieht gut aus. So. Rutschen. Einsetzen. Den Weg nehmen. Sauber machen. Okay, die einzelnen, die ich wahrscheinlich hier in diesem Level nicht brauchen werde. Also, ja, brauche ich sowieso nicht. In die andere Richtung weiter. Ah, da oben. Ja. So, festhalten. Natürlich, perfekt. Perfekt kaputt getimt. So. Having made my way through another mission in the clouds, I'm beginning to see a possible reason for why this is happening, and why it has to stop. It may be the reason the medical staff asked me to retain mental stability, so I wouldn't get caught up in what is effectively the fallout of a traumatic experience. One of the last things I remember before losing consciousness was how helpless we felt. This was not just me. Everyone who survived the explosion didn't just know that we would have to lie there and wait for help to arrive, but also that there was nothing we could have known, nothing we could have done. It wasn't our mistakes that brought us there. We felt helpless because there was nothing we could learn from it. This must be what my mind is so desperately trying to escape from. Genau, und die verschiedenen Pfade sind auch storytechnisch so gut, das ist, wie sie damit umgeht. Ich weiß gar nicht, wie. Weil das hier sind die hellen Pfade und dann gibt es halt die dunklen Pfade. Ja, es müsste das beste Lied des Soundtracks sein. Die da. Nee, Kollege, tut dich wirklich nicht. Geh weg. Folgt wen anders. So. Oh, wo will ich denn? Ach du, da drüben ist das. So, mal die EP bitte. Au. Weg. Das sind Verfolgungsdrohnen, die sind nervig. So. Nehmen wir den Checkpoint. Der ist freundlicher. Da will ich durch hoch.
wir. 3 müssen wir nicht schön hier. Dann will ich hoch. Und da will ich hoch. Geschafft. Since I first left this room and handed over control to my shaken mind, it has repeated these scenarios where I have just the power to meet any challenge I face, where the mission is always possible to complete. This is a world providing a sense of control, of power, everything we were deprived of in the chaos of those final days. I remember believing once that as long as we had the will to fight on, we couldn't truly be stopped. But I left those ideas on the wayside long ago. I refuse to be comforted by them now. Perhaps in seeing through this lie, I can begin to understand what happened to us after all. Da geht's langsam hoch mit der Schwierigkeit 9. Gibt mir mehr von der guten Musik. Vision, please. Nicht explodieren. Irgendwas schießt du irgendwo. So. Durch. Ahnung. Cool, ich hör auf mich zu ärgern. Ja. Also da ist zumindest ein Checkpoint. Das sieht ja schon mal richtig aus. So, ich glaube, dann möchte ich da hoch. Hier, schön ein Picknick halten. So, da deutlich hin. So. Das war zu wenig. Vision. Nicht explodieren, bitte. So. Und den Weg da oben nehmen. So, ist halt mal woanders. Okay. Okay, nehme ich den Weg. So, das scheint der richtige Weg zu sein. Dann hier hin. Aber das ist so ein Gegner. Nervt mich nicht. Sagte, du nervt mich nicht. So, ich glaube, jetzt muss ich hier wieder kraxeln. Au.
Ich bin da am schnellsten hoch. Ganz Seite, vielleicht. So hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Oh, au. Also jetzt sind die Mine weg. Dann komme ich doch lang. Die auf dem Weg damit nehmen. Oh, jetzt klappt das auch. Contrast. Nothing reveals absurdity better. As soldiers, we learn to be pragmatic, to see what we must do and could do before what we should do. I thought that was who I was now, disillusioned but realistic. It may have been how I lived and fought, but it was not where I got my strength from. What kept me going was the same old idealism, the thought that victory was ahead of us, just out of sight. Now that I'm reliving that idealism where it started, as a fantasy, I can see how little it has in common with the world I'll eventually wake up to. There was no victory for us to reach. I refuse to accept defeat, but I still have to accept that. So. Das ist schon das letzte Level hier. Ja, genau. Das ist das Ende von der Acceptance-Route. Wo ihr akzeptiert, was passiert ist. Da will ich weiter hoch. Yes. Gebe ich hier noch Nerven. Wenn ich jetzt mal oben gucken kann, wo ich gerade lang möchte. Daher. Scheinbar den Knupsen hier. Und dann über den. Dann drauf. Ja, komm hier. So. Irgendwie durchgewurzelt. Und den Checkpoint. Wo möchte ich denn nun hin? Den Turm da hoch? Ich glaube, ich möchte den Turm da hoch. Nicht denn? Ja. So, weg mit dem. Irgendwas habe ich irgendwo gesehen. Ah! Spawnt da einer noch? Nee, Dinger. Ah, geh weg. Ich voll übertronen. Da war zu viel los. Es war busy. Ja. Es gibt noch eine Quick-Umdrehtaste. Welche war denn da? Wie was? MIDI. Das macht es doch etwas einfacher. Hey, weg. Ich kann auch hier lang. Dem auch wieder aufzustehen, komisches Teil.
der nächste. Ah, hier sind noch mehr Lasertoren. An sich. Ich will doch nur wissen, wo ich hier landen muss. Ich habe doch keinen Orientierungssinn. Weg hier. Das ist der angenehmer. Er ist einfach, wenn man die Minen vorher aus dem Weg räumt. Ah. Geht. Hier ist der Ausgang. Da habe ich gerade einfach mal zufällig den Ausgang bekommen. Genau, das war die eine Route. I'm growing restless. I suspect the integration process must be nearly finished by now, and I want to get out of here as soon as possible. This world, though well-intended, feels hollow. I want to move on. I don't know if I'll be able to explain to the other survivors from the squad, if there are any, why I feel relieved to return to civilian life permanently. Not that I need an excuse, but I suspect some of the others might find it difficult to accept. However, watching my old dreams about what war would be like through the lens of recent experiences, I genuinely feel that I would rather aid my country in some other way. There must be many others who go through the same things as I have during neural integration. Perhaps once I have the time to collect my thoughts, I'll be able to help others coming to terms with the senseless situations people go through in life. I'm beginning to think something can be learned, even from tragedies beyond our own control. Nach jeder Route kommen halt auch die Credits. Ich lasse sie jetzt einmal das erste Mal durchlaufen.
Und das wirft mich jetzt auch billig zurück. Hier Extras. Hier kann man die Kostüme und die Credits sich auch nochmal angucken, wenn man es möchte. Da sind noch häufig Speedrun-Geschichten. So. Genau. Und das war die. Ja, ich glaube, es war die einfachste Route. Welche sind denn hier oben? Okay, hier oben haben wir dann die nächste. Aber der Soundtrack ist einfach fantastisch. So, da lang. Da kommen die Blitze raus. Da drüben. Ich nehme das mal mit. Wie gesagt, das hier waren früher extra Leben. Mittlerweile nicht mehr. Besonders in Defiance-Stil. In den Defiance-Levels braucht man die. Also früher brauchte man die Defiance-Level sind dezent schwer. So. Weitere 2 Routen. What sort of message could there possibly be in all this? I've seen the veterans who have gone through these repairs. They live decent lives, as decent as life gets while the war is still raging, but they are not fit for combat. So why am I thrust back onto a battlefield every time I leave the room? On the other hand, it's all very different. The events that brought me here couldn't happen in this world. Everything is within reach here. It reminds me of what I imagined when I first heard of the concept of military cybernetics as a kid. But when I enlisted, those thoughts were far behind me. So why are they surfacing again now of all times? Ja, also wie gesagt, das ganze Spiel spielt schon in so einer Zukunft, so mit Cyberpunk-Style, wo das möglich ist. Ja, freundlich. Was haben wir denn hier? Remix. Da sind das irgendwelche Level-Editor-Sachen, die ich noch irgendwo da drin rumfliegen habe. Das kann auch sein. Weiß ich jetzt gerade nicht. Weil das Spiel hat auch unterstützt über den Steam Workshop auch Custom-Levels, die ich früher mal welche runtergeladen hatte. Keine Ahnung, ob er die noch drin hat. Wo möchte ich denn lang? Über den Weg. Das sieht gut aus. Checkpoints sagen mir immer, ich gehe in die richtige Richtung unterwegs. Das Peking-Wand. Das wäre sehr, sehr freundlich. Ui. Das war mehr Reichweite als gedacht.
So. So, hat noch gereicht. Das sind wieder schon fast wieder. So, das war auch das Level. Geht wahrscheinlich wesentlich schneller, wenn man weiß, wo man lang muss. I think I can put my finger now on what lives in these visions that the war lacked. Progress. Every step along the way brings me closer to something. It certainly feels like what I need right now. Clear goals and the means to achieve them. When I eventually wake up, resting and recovering will be the last thing on my mind. I haven't dared to think it before now, but it's possible that this environment is preparing me for what is really ahead. The question is whether this is a metaphor or an actual window into the future. Was haben wir denn hier oben? Die dunkle Route. Wir nehmen erstmal die nicht dunkle Route. Weil je dunkler die Route, desto schwieriger wird es. Nehmen wir erstmal die Sonnenuntergangsroute. Hier. Coole Kugeln da. So. Ah. Schon wieder die ähnliche Wand. Schon Blickwand. Au. Da komme ich hoch. Achso, die hier sind jetzt. Auf. Ich da hoch. Ne, ich glaube, ich bin da hoch. Ich glaube, hier oben sieht gesünder aus. Ja. Jo. Ist das schon der Spaß? Nee. So eine Spirale wird man später noch in einem echt furchtbaren Level haben. So. My appreciation for these ruins among the clouds was, from the beginning, a bit nostalgic. I used to dream of places like these as a kid, and now they were brought back when I needed them the most. It would have been easy to give up and declare myself a casualty, but I remember well now that I never was that sort of person. When I eventually wake up, recovery will be a difficult, painstaking process. I've seen it. Even with brain integration, it takes time to learn how to walk on non-organic legs. But I've also seen veterans persevere throughout this process, wondering where they got their strength from. I need to find my source. Kollege. Ist weg. Au. Bin ich. Orientierungssinn.
Orientierungssinn hat versagt. Weg der Gegner. Ja. Was ist der Gefäßgenerator da? Ja. So. Und das war von so. Jetzt aber nicht wieder bald kleben bleiben. Ich denke durch. Hier durch. So, hier kann man sich dann noch so einen extra Checkpoint holen. Au. Au. Das ist ein Checkpoint wirklich. Das Spiel möchte nicht, dass ich mir hier einen extra Checkpoint hinsetze. Nein, das Spiel möchte nicht, dass ich mir da einen extra Checkpoint hinsetze. Au. Ja, Finger behält man nicht. So. Man kann die Gegner natürlich alle gekonnt ignorieren. So, wer schießt denn jetzt die ganze Zeit da oben? Warum hat das eben nicht geklappt? Egal. Hier ist mir einfach ein Teamskollege hier. Da lang. Das Level ja schon zu Ende. Bleibt die Level alle ein bisschen länger in Erinnerung. Vielleicht liegt es daran, dass ich damals nicht so gut war. Returning from the clouds outside, I realized that the nostalgia I feel is not only for dreams. This is the world as I hoped it would be. It has always colored how I've lived, even when I forgot it. Every possibility is worth exploring, every effort worth extending, because in the end, one path will lead to my goal. In here, I know this. Out there, I hope this. Reality may not always live up to the ideal, and sometimes there is no solution. I've just lived to see that happen, but I don't regret for a second that I tried to find a way, even if it wasn't there. This place is where I got my strength from in the past, and it makes the future all the more clear. Hier geht's ja gleich ab. Bleibt an der Tier. Na. Checkpoint. Ist ja keine mehr. Hier selbst setzen. Da hatte ich zu wenig Energy. So.
richtig. Hier ist auch wieder Spaß angesagt. Moment. Da ist ein Checkpoint. Hinten bin ich auf dem richtigen Weg. Dann habe ich den noch mal gesammelt. Und ich bitte wieder auf den Boden der Platte zurück. Nein? Gut. Geht zu Ende. So. Man kann, wie gesagt, einfach mal ein bisschen abkürzen, wie man den Speedrun kann. Hast du jetzt gerade noch gereicht? Jetzt würde ich sagen, Checkpoint-Zeit. Level geschafft. Rehabilitation may be much like the dreams I've been experiencing during the brain integration. There will be setbacks, occasionally it will feel unfair and difficult, but it will be possible. It's not difficult to see what purpose the allegory serves, although it escaped me at first glance. I guess that's why I was asked to rest and think in this room, to make sense of what I already on some level knew. Whether these dreams just happened to be inspiring or really were a result of my past self reminding me of what I used to believe in seems pointless to speculate about. Maybe I've just been staring at an ink blot, but I know what I've seen. So, das müsste gleich ja schon das Ende des zweiten Pfades sein. Ah, ich glaube, das müsste schon. Hier sind wir bei den 10 angelangt. Boom. Ja. Noch kein HP mehr. Hat runtergefallen irgendwo. Okay, die ist nicht gesund. Noch einer von denen. So, da ist auf jeden Fall ein echter Checkpoint und hier drüben meine ich noch ein Ding. Jo. Okay, nehme ich den mit. Weil ich den brauchen werde. Oh. Was sind hier schon wieder für Party? Hoch. Hier check. Ja, gut. Ich mache hier keinen Checkpoint. Ich wollte ihn mitnehmen. Hallo, ich wollte... Achso, ich habe die falsche Taste gedrückt. Egal.
Das war gekonnt. Also, genügend Checkpoints. Ich sehe ja schon den nächsten. So. Ist ja schon der Checkpoint. Höhe von dem? Keine Ahnung. Also du bist schon schön Dings. Hey. Das war Schaden. So, ich würde gerne wissen, wie lang muss das. Das wäre schön. Das ist so ein Laserding. Jetzt habe ich es gesehen. Ja, das geht los. Kollege da hinten, der ist mir auf den Keks. So. Wo bin ich? Wo möchte ich lang? Da möchte ich, glaube ich, lang. Den da zuerst bitte den Turm. So, haben schon einen Checkpoint. Dann muss ich das Ganze nicht noch machen. Ja, so. Irgendwie durchgewurstelt. Aber wieder. Das war ja so ein Aufgangsschritt, so ein I can Untergangs. feel the integration process nearing its conclusion. The room somehow feels warmer, and the wind outside has started smelling vaguely of hospital air. I might just come back to my senses soon. And I'd be lying if I said I'm not going to miss this place a bit. It feels like I've been saved by a person I left behind and forgot I'd been. I haven't had dreams about places remotely like these for years. The kid who gave me this inspiring world seems to have caught up with me, just long enough to tell me what I needed to hear. Now I'm leaving her behind again, waking up. But she wouldn't want it any other way. She'd want me running, jumping, and climbing, and to get started walking that long road the moment I wake up. The sooner I know my limits, the sooner I can push them. Das gibt mir mal, das haben wir schon gesehen. Die Credits, die wiederholen sich halt nur.
So, dann haben wir 2 von 4 Routen geschafft. Das ist die schwerste Route. Nee, das ist die Nachtroute. Das ist die nächste. Okay. Ah, das ist wieder so einer. Weg da hinten. Das ist schon wieder so eine... Ah! Nehme ich den Weg. Noch einer. Ah. Das hier ist busy. Busy, busy, busy. Bestimmt kann ich ein Stück hoch, wo ich einen Checkpoint setze. Oh, sorry. Da nehmen wir den. Hey. Dankeschön, Freunde. Warum schaffe ich das immer wieder? Wo bin ich jetzt hängen geblieben? Unfair, warum können die da durchschießen? Moment. Okay. Ich hätte eh kein HP mehr, das passt schon. Oh. So. Hier habe ich die Level wesentlich länger. Keine Ahnung. It may be time for me to accept what the correct term for this dream world is. A lie. Someone is lying to me to protect my mind from what will break it. It could be me. There are such things as psychological defense mechanisms, and this absurd castle in the air seems increasingly like one of those. Battles the way I dreamed about them as a child, before I'd seen the war. But even more disturbing is the possibility that the people reconstructing my body and brain have inserted this to stop me from losing my mind before I even regain consciousness. Who would bring in images from my childhood's imagination to keep me in the dark? What could possibly justify that? Ja, ihre Gedanken werden dunkler, je dunkler die Route ist. Weg? Nein, die beiden sind definitiv nicht der Weg. Achso, hier um die Ecke ist ein Weg. So, hier oben drauf ist... Deinen Schutz hier zu haben, das Ding. Au. So.
ihr mal eigentlich aufhören, mich zu verfolgen hier? Wäre irgendwann mal ganz nett. Der gibt nicht auf. Er will sein... Oh, jetzt habe ich ihn erwischt. Au, und dann kam der nächste. Ach, doof. Aber jetzt habe ich mal 2 Euro für den Teil. Du bist weg. So. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder einen mehr. Was soll dies? Ah, da oben ist schon das Ziel. Also. Doch. So. Ein Level unlocked. No matter how much progress I make here, I find no answers. All I find is myself, back in this room, asking more questions. They left a message about neural repairs and a thank you here, but nothing else. Why? Any news they could give me would be better than the final memories I have from before losing consciousness. When I found myself alive here, I hoped I would not be the only one. But this silence means I have to assume the worst. I haven't had dreams like this for years. I've thought back on them as a way to escape a harsh reality, a reality I've learned to face many times since. If my injuries and situation really are worse than anything I've faced up to now, and this world is meant to help me forget, I almost wish it worked better. Da wird was nicht übersetzt. Was haben wir denn jetzt hier alles? Expectations. Das ist schon Defiance. Das hier könnte Defiance. Ja, das sind die Defiance-Level. Da gibt es dann schon mal zwei Rotköpfe nochmal oben drauf, weil es uns Spaß macht. Noch irgendwas neu? Ich habe gesagt 3 Level. Ah. So, hier Desperation, das sind die Defiance-Level. Wenn man sich selbst hasst, kann man die gerne dann noch versuchen. Werde ich jetzt nicht machen. Ich werde die normalen Routen spielen. Vielleicht mal in einen reingucken, in den einfachsten. Würde das bitte funktionieren? Dankeschön. Mit. So. Und Checkpoint. Also. Hier Dings. Wo muss ich hier lang? Unten? Ich verstehe, oder? Doch. Die hier nicht mal richtig. Das sieht gut aus. Checkpoints sind immer gut. Da lang. So. Den hoch. Dann schießt noch irgendwo einer. Au. Da hinten ist noch einer. Ich will
da unten rein, ne? Ja. Zumindest sieht sie nach Checkpoint aus. Oder ist schon das Ende? Providing me with missions and obstacles here must be meant to serve as a distraction from the inferno of emptiness that waits outside. The death of my squad, a life where I've lost the only thing that I've lived for these past years, the ability to protect my people. Even the foreign, artificial body that's been forced on me, the only reason I'm going back at all. The goals I'm achieving here feel increasingly absurd. They seem like a mockery of everything that went wrong, like I'm not allowed to accept my own failure. Perhaps it would have been better if I had simply been left on the battlefield, so my regrets could have died with me. Das ist, wie gesagt, die depressive Route. Wird zu langsam. Ich kann auch einfach hochlaufen. So machen. Ah, das klappt auch gleich 10-mal so gut. Gegner. So, da ist jetzt schon der Checkpoint. Checkpoint. Nice to see you. Nicht nice to see you, Turm. Nein. Nö, ich höre schon wieder solche komischen Drohnen. Geht mir nicht um den Keks. So, das ist ein Checkpoint. Wobbel. Nö, nicht schon wieder so einer. Ich weiß leider nicht, bei welchen Bedingungen der ein Schild auf wird. Angriff auf jeden Fall. Weg. Da drüben. Guter Weg. Hier ist es zumindest HP. Bitte. Geht mal HP. Ja. Sieht zumindest gut aus in der Richtung, weil da hinten ist irgendwo das Ziel. Ich mir mal hier so einen Checkpoint. Ja, okay, ich brauchte keinen Checkpoint.
Äh. Weg. Nee, da. Nee, nehme ich den da. Schon wieder so eine Nervkrone hier. Ist ganz viel Piu-Piu unterwegs. Nee, zum Hals will ich gerade nicht eigentlich. Schlag, glaube ich. Vielleicht. So. Das Herz. So, jetzt nicht noch vom Sterben und geschafft. When I felt my eyes opening this time, I began to realize how hopeless my situation really is. For a moment, I thought I was truly waking up. I was terrified, then relieved to find that I was still inside my mind. I was ashamed of that relief. The prospect of moving on from the meaningless illusion I've already seen through seems like the sort of death I can actually fear. What does this sort of lie suggest about the world outside? Does it matter if it's a product of what is left of my own brain, or something they forced into the artificial part to pacify me? The implication is the same. I can't take what's out there. In a natural world, I would at least have been allowed to pass on after I failed to save myself. But they insisted on bringing me back, even more useless than before. On top of all that, this, a mean-spirited joke about what nothing is actually like. I don't care if it was me or them. There is nothing for me here, and nothing for me outside. I know I'll have to face reality sooner or later, but at least there will be a way out. Ja, das ist die depressive Route. Da hat sie es nicht akzeptiert, sondern so. Oben in die ganz düstere Route. Die Sturmroute. Das ist zudem auch gleich die schwerste Route. Ich finde mal wieder den Weg nicht. Das scheint wichtig zu sein.
Da oben ist ein Checkpoint. Irgend. Okay, da hatte ich keine Ahnung. Das ist natürlich nicht sonderlich hilfreich. Ja. Gut, diesmal nehme ich den nicht mit. Ah, das war die falsche Taste. So lang ist das Level jetzt auch nicht. Nicht das eine Kante. Kante. So. Die noch mit, bis ich voll habe. Oh, nicht wieder in die Mine reinlaufen. Das ist böse. Schießt noch. Und Level geschafft. Und noch mal kurz zum Ende getroffen, weil warum auch nicht? I'm beginning to see a purpose in the clarity of these dreams. These scenarios fooled me initially by being unlike my past experiences of war. Despite the imaginative rendering by my mind, it's now clear to me that this is actually preparing me for redeployment as a cyborg. Since I first entered this world, it has been urging me to leave my humanity behind. The limitations that brought me here have been removed. Why would any integration process be anything but a simulation for what's to come? What use would my experience with my new body schema be if this world was an illusion? So. Weit in der Düsterkeit. Moment. Jetzt. Haben wir denn da nicht? Beiden auch nicht. Auch nicht. Au. Bin ich, wo bin ich hin? Das ist Papier. Ich nehme mich gerade einfach mal mit. Es geht. Okay, aber noch mehr Beben. Du gehst auch weg. Wollte ich da hoch? Da hoch klingt gut. Da hoch. Au. So gut, man. Weg. So. Ach nee, nicht wieder ein. Und das ist schon wieder zu Ende. So, und da kommt die letzten beiden Defiance-Levels noch raus.
I've never understood what held back this technology from surpassing being limited to simple prostheses for civilian use. The leap from repairing a human being to making her better should have been made long ago. I think I've always known what it would look like, but not until these dreams have I been able to experience it. The combat cyborgs I imagined as a child were destined to become a technological possibility at some point. Being developed in secret, I must be one of the early models. I'm happy to be. If this simulation has been any indication, anything will be possible. So, das ist noch ein Defiance-Level. Und das ist ein normales Level. Das war jetzt nicht mein Plan, aber hey. Bin ich nicht da, wo ich sein wollte, auf jeden Fall. Da hoch möchte ich. Da wahrscheinlich. Nein, da möchte ich nicht. Wenn nicht hoch. Oh. Super. Okay. Da. Okay, ich habe den Weg gefunden. Dieses Spiel ist nicht für Leute, die directionally challenged sind. Checkpoint. Au. Au. Wo ich ihn hin? Oh. Würdest du mich bitte zurücklassen? Hier. Okay. Jetzt bin ich wieder beim Checkpoint. So, da hoch. Ich folge einfach mal gekonnt den Pfeilen. Und das ging daneben. Da hoch. Hi. So. Da, damit ich erstmal einen Überblick habe. So, jetzt aber. Nein, den Checkpoint, den ich wahrscheinlich nicht brauche. Ich sag's ja, ich schaff's jedes Mal, den Checkpoint an den absolut dämlichsten Punkten zu bauen, wo ich nicht brauche. I wish I could send a signal to the people outside, those who are watching over this process, that I've understood and that I'm ready. I'm not afraid to become more than human. I'm not dismissing these visions as fantasy or nonsense, but accepting them and completing my training regimen. Can you see this? Are you watching my mind? I confess I still have doubts.
Sometimes when I return to the room, I feel like the gap between this world and the one I knew is too wide. What I can do here should not be possible. It confounds me, but I'm overcoming those doubts, and I hope you can see it. I believe in the future. This future. Genau, das ist schon das letzte Level. Redeployment. Hier ist der erste Totenkopf in dem Pflichtlevel. Checkpoint. Bäh. So. Auch nur Trubel. So, ganz. Au. Ha. Durchzwang bitte. Wow. Irgendwas will ich schießen. So, Checkpoint. Checkpoint ist immer ein Vorteil. Hier hin. Ah, hier ist irgendwas. Ich weiß doch nicht, wo ich lang möchte. Orientierungssinn sagt mir, wo ich lang möchte. Runter? Nein, scheinbar nicht. Ich habe mich verlaufen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ich möchte hier. Ich setze mal Content Checkpoint. Richtig. Ich wusste, dass es eine gute Idee war, an dem Punkt tatsächlich mal. Da will ich hin. Da will ich. Warum müsste da jetzt so ein Blitzdingens sein? Sind ohne unterwegs? Ja. So. Oh. Nein. Oh, bitte hoch. Bitte hoch. Oh, Checkpoint. So. Und der Gauntlet hier. Der hat mich das in meinem ersten Playthrough Stunden gekostet. Ey, seit wann sind die Dinger? Die waren erst früher nicht da. Die Türme hier. Mich wahnsinnig gemacht.
Und hier habe ich es jetzt First Try geschafft. Das ist aber auch leicht anders, der Gauntlet da, das Stück. Something about waking up this time felt very real for a brief moment, before I recognized where I was. Maybe it means they're starting to bring me back. Or it might just be that I've gotten so used to this world that it meshes perfectly with my understanding of what the future will be like. Either way, I know I'm ready. I'll have many questions, but most of them seem trivial now. Why conceal the deployment of military cyborgs from the public? Why reveal it to me in a dream like a prophetic vision? There's no time for those questions in this world, and there will be even less time once I wake up. Sooner or later, I'll get answers. The only question that really matters is whether they'll continue on with this charade after I wake up, acting like it's still all about rehabilitation and a dignified life as a veteran. I could keep pretending for a while, but eventually it would simply get ridiculous. Sooner or later, I'll just have to confront them about the issue myself. So, das ist wie gesagt die ganz düstere Route. Da ist sie so ein bisschen wahnsinnig geworden. Hält es hier für irgendeine geheime Militärsache. Genau, das sind die 4 Routen. Acceptance, My Inspiration, Redeployment ist die letzte, ich weiß gerade nicht, wie die 4. Ich schon vergessen. Ah ja, das war das, die ganzen Sachen kann man hier auch, wie gesagt, nochmal alles nachlesen. Acceptance, My Regret, My Inspiration, Redeployment. Das letzte Mal beim ersten Playthrough habe ich mindestens 3-fach so lange gebraucht. So, nee, nicht das Defiance Level, wollen wir das einfachste Defiance Level. Das hier oben ist noch der Through the Fog DLC. Also, früher war es ein DLC, mittlerweile ist es halt, glaube ich, alles komplett. Dann müsste das hier ein Custom Level sein. Das ist das, wo ich gestruggelt hatte, auch, glaube ich, ein Custom Level. Wo haben wir denn Defiance? Defiance, da ist ein Defiance Level. Das hier unten. Desperation, das sind die Defiance Levels. Das war früher der zweite DLC. Das ist dann, wenn man sich selbst hasst. Das ist in der Hardcore-Mode. Checkpoint. Mal schauen, ob ich das Level schaffe. Ich kann hier nichts garantiert, weil hier habe ich einmal alle geschafft. Möchte danach nicht wieder. Wie, was ist denn hier los an Action? So. Weil hier ist Boden auch echt nur noch ein gewisser Vorschlag. Es gibt keinen mehr. Okay,
So, nochmal, ob ich den dann noch kriege. Das ist jetzt nicht wie, aber hey. Weil hier gibt es keine festen Checkpoints mehr. Ich sehe, wie ich ihn kriege. Das du jedenfalls nicht. Den Knupsi eben nicht erwischt. Ey. Welcher Knupsi, den es früher nicht gab. Sie. Sehen nichts. Nicht mit dem bewertet. X. So. Jetzt sind Knupsis hier vorbei. Ja. Und wie gesagt, früher hatte man sehr begrenztes Leben bei dem ganzen Pizza. Also man konnte bis 300 Leben haben. Ich hatte, als ich das gespielt habe, 20 oder so, 20, 30. Das ist ein bisschen schwieriger. Hier gibt es zum Glück nicht mehr die ganzen Live-Geschichten. Hier die Dinger von hier unten ran. Nee, schade. Warum ist da jetzt mein... Oh, Taste nicht. Oh. Ach, Taste. Ja, du darfst auch funktionieren, wirklich. Reicht. Die Linie im Lauf zu treffen ist immer Mist, wenn man nicht so viel Blitz hat. Ah, wir anfangen zu schießen. Das würde wahrscheinlich auch helfen. Die Stacheln gekommen. So. Hände entschweißen. So. Ach, du musst Ding.
So. Ich will nämlich hier noch einen Checkpoint gewinnen. Weil in Defiance gibt es keine Fix-Checkpoints mehr. Hier ist man komplett auf sich selbst angewiesen, weil jemand die haben möchte. So, die ganzen Bouncy Balls hier. Das hält mich nicht von ab, hier weiter zu gehen, die Bouncy Balls. So, was haben wir denn hier was Schönes? Da ist auf jeden Fall noch ein Checkpoint, den wir einsammeln kann. Will ich das mal hier machen. Jetzt erstmal dahin. So. Moment. Habe ich da noch viel Fläche hinten zum Stehen, ist die Frage. Kann ich schon die ersten Minen hier unten beseitigen? Oh, hier ist sogar Boden, das ist ja fast freundlich. Nope. Back. Okay, der ist weg. Hier mache ich erstmal eine Pause. Wo war Bouncy Ball? Noch irgendwo einer. Wo dann war? Da warst du. Weg. Ziemlich stark. Ich sag ja, die Defiance sind hart. Das ist noch das einfachste Defiance-Level. Wo bin ich denn gerade? Ich hier kann man außen sagen, okay. Das hilft auch manchmal einfach, dass man den Weg vorher freiräumt. Wenn möglich. Wenn das weg ist, kann ich wiederkommen. Die Bouncy Balls, ey. Die nerven.
Jetzt juckt meine Nase auch noch. Na, perfekt. Ja. Wo ist denn jetzt runtergeglibbelt? Nicht da oben. Machen wir diesen extra Checkpoint ab. Die drüben hinten einsetzen kann. So. So, kann man stehen. Das ist ja der nächste freie Stehpunkt. Hier, glaube ich. Ist oben auch mal weg. Hier ist ein Stehpunkt. Dummes Ding da oben. Nicht so ein dummes Ding. Kann mal irgendwo hier liegen. Aus. Bestimmt noch irgendwas Dummes, aber ich habe meinen Checkpoint. So. Erste Runde mal nicht. Eine Kante im Weg. Geglibbelt. So. Und damit ein Defiance-Level mal geschafft. Und da hat das Spiel einfach beschlossen, nö, du willst nicht mehr. Das ist einfach abgestürzt. Schauen wir mal, ob es das gespeichert hat oder ob es einfach beim Speichern abgestürzt ist. Na, findest du das Spiel wieder? Okay, da hat das Spiel keine Lust mehr. Dann würde ich sagen, das soll es heute auch gewesen sein. Ja, das war Cloudbuilt. Super nettes Spiel. Wie gesagt, wenn man es jetzt mal spielt, wird es wesentlich schwieriger und ja. Ja. Kann man sich mal geben. Die schweren Level sind halt schwer. Das kann man dann üben. Wenn man möchte, kann man die ganze Sache auch noch Speedrun. Das ist ein bisschen abseits meiner Fähigkeiten. Aber ja, fürs normale Durchspielen reicht es mittlerweile. Deswegen würde ich sagen, beim nächsten Mal schauen wir, was wir dann spielen. Vielleicht spiele ich noch eine Runde Ghost Runner, ich weiß es nicht. Weil das wird einfach sonst so zum absoluten Fail helfen. Mal schauen. Bis dahin. Tschüss.